Im ersten Teil dieser kleinen Miniserie über die Berg- und Talfahrt inmitten meiner Depression hatte ich euch erzählt, wie mich der Wandel der Medienbranche zu einem unsinnigen Jobwechsel motiviert hatte. Weitere Fehlentscheidungen und Überforderungen ließen mich dann immer weiter in die Krise rutschen, was man letztlich wohl als depressiven Burnout definiert. Wer noch einmal schauen mag, der Link zum ersten Video ist hier irgendwo oder auch in der Beschreibung zu diesem Video noch einmal hinterlegt. Im heutigen zweiten Teil geht es nun also um den langen und oft steinigen Weg zurück ins Leben. Und da ich das nicht allein durchlebt habe, ist auch heute meine Frau Melinda wieder mit dabei. Hallo Melinda, herzlich willkommen. Hallo, da bin ich wieder. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Du hattest erzählt, dass du die Situation irgendwann nicht mehr im Griff hattest. Schauen wir doch einmal kurz zurück. Ich habe es irgendwann nicht mehr managen können und habe dir geraten, einen Therapeuten aufzusuchen. Ja, so war das damals. Ich wollte dir gern helfen, aber als Partnerin ist man ja auch irgendwie selbst involviert. Mir erschien es richtig und wichtig, Rat von außen einzuholen. Ja, rückblickend war das sicherlich ganz gut. Aber damals wollte ich das eigentlich nicht, denn aus meiner Sicht war ich ja nicht krank. Ich hatte das alles ziemlich logisch, für mich zumindest, analysiert. Waren andere für meine Situation verantwortlich? Ja, zum Teil. Aber auch nicht ausschließlich. Hatte ich meine Situation selbst verschuldet? Ja, sicherlich, wenngleich auch andere ihren Anteil irgendwie hatten. War überhaupt jemand richtig schuld gewesen? Eigentlich nicht, denn solche Sachen entwickeln sich bei vielen Menschen von ganz allein. Das sind die Begleitumstände des Lebens. Es ist, wie es ist. Es ist halt nicht zu ändern. 2014 kam dann ja auch noch mein Verkehrsunfall dazwischen, bei dem mich ein anderer Radfahrer umgemäht hatte, sodass ich einen Trümmerbruch meines Schultergelenks erlitten hatte, wodurch ich fast ein Jahr lang nicht mehr einsatzfähig war. Sowohl physisch und erst recht natürlich auch psychisch. Am Ende habe ich dann doch den Weg zu einer Therapeutin gefunden. Rund 2 Jahre saß ich bei ihr im Stuhl. In erster Linie nicht, weil ich es wollte, sondern weil du mich darum gebeten hattest. Das war ein guter und richtiger Schritt. Viele andere verweigern sich da völlig. Wie hast du die Stunden erlebt? Naja, einerseits war es befreiend, denn man hatte nun eine Anlaufstelle, die nicht zum eigenen Leben zählt, bei der man allerdings mal Dampf ablassen kann und die einem auch mal kritische Gegenfragen stellt. Man bespricht nahezu alle Aspekte des eigenen Lebens. Kindheit, Elternhaus, Jugend, Studienzeit, sexuelle Gelüste. Da bleibt eigentlich kein Stein auf dem anderen. Bringt das eine wesentliche neue Erkenntnis? Aus meiner Sicht nicht, zumindest nicht bei mir. Da war kaum etwas, was mich überrascht hätte. War es deshalb umsonst? Rückblickend war es gut, das eigene Leben noch einmal komplett durchzugehen und überhaupt mal wieder mit jemandem zu sprechen. Während dieser Zeit hast du eine neue Festanstellung. Und das drehte vieles noch einmal. Zumindest für den Moment. Ja, ich konnte wieder fest anheuern. Eine Festanstellung. Diesmal ein eher organisatorischer Job in einer Redaktion. Mit Verantwortung und mit gutem Gehalt, das ich selbst ausgehandelt hatte. Das fühlte sich anfangs sehr gut an. Endlich wieder Boden unter den Füßen. Wobei dir damals schon klar war, dass da einige Aufgaben auf dich warteten, die nicht so toll waren. Ja, Aufgaben, das ist ziemlich nett umschrieben. Nennen wir es doch beim Namen. Probleme. Probleme unterschiedlichster Art mit etlichen Detailfragen. Neutral betrachtet war ich für diesen Job sicherlich der richtige Mann. Denn die vielen Detailprobleme benötigten jemanden, der exakt und verantwortungsbewusst arbeitet und ohne in allzu großes Eigenlob einzustimmen, genau und verantwortungsbewusst, ja, das bin ich von Haus aus, ganz sicher. Aber genau das wurde mit der Zeit zum Problem. Ja, es war wie bei Sisyphos. Kaum war ein größeres Problem gelöst, stand dasselbe oder das nächste Problem schon wieder vor der Tür. Oder irgendein neuer Vorgesetzter hatte auf einmal komplett neue Ideen, die alle vorherigen Pläne über den Haufen warfen. Oder man musste zwischen Kollegen vermitteln, die sich einfach nicht grün waren. Oder. Es gab kein Ende. Am Ende kam ich freitags abends oft nach Hause, habe erneut die Wand angestarrt und nur darauf gewartet, dass endlich wieder Montag ist und ich zurück ins Büro gehen kann. Von solchen Fällen hört man in jüngster Zeit in vielen Firmen und unterschiedlichsten Branchen. Wie reagieren Kollegen und Vorgesetzte auf so? Naja, es existiert eine gewisse Sensibilität für das Thema mentale Gesundheit. Wahrscheinlich auch, weil so viel darüber publiziert worden ist. Auch Vorgesetzte und Personalabteilungen haben sich darauf eingestellt. Aber das läuft meist nach Schema F.
wie aus dem Handbuch eines Unternehmensberaters. Irgendwie wohl gut gemeint, aber am Ende nur bedingt hilfreich. Wie läuft es denn ab? Bei einem gut organisierten Unternehmen gibt es in der ersten Stufe ein Coaching für Burnout-Betroffene. Da hat man dann rund 10 Sitzungen bei einem Coach, in denen man bespricht, wie man die Arbeit besser gestalten kann. Parallel versucht man dann auch manchmal interne Prozesse zu verbessern, Aufgaben zu delegieren oder gegebenenfalls auch zusätzliche Mitarbeiter für den Betroffenen abzustellen. Wahlweise wird auch angeboten, auf Teilzeit zu gehen. So war das ja auch in meinem Fall. Aber das hilft nicht. Das ist alles gut gemeint, aber die Probleme bleiben ja im Regelfall bestehen. Und als Vorgesetzter, der ich ja nun mal war, trägt man nun mal auch die Verantwortung für gewisse Sachen. Doch was ändert sich schon, nur weil man nun einen Tag länger Zeit hat, über ein Problem nachzudenken oder weil ein Kollege die Vorüberlegungen macht? Dass sich Abteilungen, die sich generell nicht grün sind, nun auf einmal zusammenraufen, ist auch nicht der Fall. Die guten Absichten sind sicherlich richtig. Allein sie helfen nicht, wenn das Unternehmen die Augen vor den eigentlichen Problemen verschließt. Du hast es dann als nächstes mit den Medikamenten. Ja, Antidepressiva. Das hört sich im ersten Augenblick ziemlich krass an. Man fragt sich, ob es wirklich so schlimm um einen steht oder ob man gar verrückt sei. Wie ist es denn mit so einem Medikament? Naja, ganz anders, als ich das am Anfang erwartet hatte. Ich hatte die Sorge, dass ich nicht mehr Herr meiner eigenen Gedanken sein würde. Immer leicht narkotisiert, so zumindest meine Vorstellung. Und so ist es nicht? Nein, das ist natürlich Blödsinn. Man hat jederzeit alles unter Kontrolle. Das war zumindest so meine Wahrnehmung. Wie soll ich es beschreiben? Ohne Medikamente hat man in problematischen Situationen das Gefühl, mit nackter Haut über harten Asphalt zu schlittern. Ein endlos brennender Schmerz. Mit Medikamenten dagegen fühlt man sich eher wie mit einem Schutzanzug oder einer anderen Art von Schutzfilm. Es rumpelt und man merkt alles, aber es schmerzt halt nicht fortdauernd. Das war durchaus ein Fortschritt. Aber auf Dauer konnte es deine Stimmung auch nicht. Ich wusste selbst irgendwann nicht mehr weiter und habe dir geraten, in eine Klinik zu gehen. Ich hielt das anfangs für gar keine gute Idee. Was sollte das schon bringen? Irgendwie bin ich aber dann doch hingefahren in diese Klinik am Chiemsee. Das war dann eine komplett neue Erfahrung, oder? Ja, es war auf jeden Fall ganz anders als erwartet. Inwiefern? Naja, ich habe bereits am ersten Klinikwochenende festgestellt, dass ich hier nicht hinpasse. Die Mitpatienten hatten allesamt ganz andere Probleme als ich. Viel schwerwiegendere Sachen als mein Burnout mit depressiver Begleitstimmung. Ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen, aber es stellte sich bei mir recht schnell ein Gefühl der Demut ein, als ich hörte, was anderen so widerfahren war. Du hast deine eigenen Schlüsse daraus gezogen. Naja, anders als die Mitpatienten, die zum Teil mit unlösbaren Problemen zu kämpfen hatten, lag bei mir die Lösung ja auf dem Tisch. Ich musste sie nur einfach angehen. Es mündete bei mir dann in einem neuen Leitspruch. Nicht mehr, es ist so wie es ist, du kannst es eh nicht ändern, sondern ein neuer Dreiklang. Mein Leben, meine Verantwortung, meine Entscheidung. Das sind Entscheidungen, die man allein treffen muss, die man nicht an jemand anderes delegieren kann. Nicht an Familienmitglieder, nicht an den Arzt, keinen Freund, keine Kollegen, keinen Chef und selbst auch nicht an dich. Vielleicht war das für dich der Perspektivwechsel, den du gebraucht hast. Ich habe deshalb noch am ersten Wochenende meine Gedanken niedergeschrieben und bin dann recht schnell, schon nach rund 2 Wochen, wieder ausgezogen aus der Klinik. Erinnerst du dich noch, was die Ärzte dazu meinten? Natürlich ist das nicht der übliche Weg und ich würde auch keinem Betroffenen dazu raten, das ebenso zu machen. Für viele ist es sicherlich sinnvoll, einige Wochen alle Angebote einer Klinik zu nutzen. Aber wie eben schon gesagt, mein Leben, meine Verantwortung, meine Entscheidung. Ich habe das recht ausgiebig mit dem Chefarzt damals besprochen. Am Ende ist das für alle Therapien ein ganz wichtiges Ziel. Keine Step-by-Step-Anleitung zu erarbeiten, wie es im Leben weitergehen soll. Denn Rückschläge wird es auch in Zukunft geben. Stattdessen gilt es wieder, Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen und dann nach eigenem Ermessen einen neuen Weg einzuschlagen. Diesen Schritt bist du gegangen. Bereits kurz danach hast du deinen Job gekündigt. Fiel dir das leicht? Nein, ganz sicherlich nicht. Denn ich hatte ja keinen konkreten Plan, was nun folgen sollte. Und so befreiend dieser Schritt auch war, es klang auch viel Traurigkeit damals mit. Denn so blöd mein Job auch war, er war ein wichtiger Teil meines Lebens. Und mir war klar, dass ich vieles vermissen würde. Vor allem einige Kollegen.
Aber genauso war mir klar, dass ich etwas verändern musste. Ausharren war keine Lösung mehr. Viele meinen ja, man sollte erst kündigen, wenn man etwas Neues hat. Alles andere sei naiv. Ja, grundsätzlich würde ich ebenfalls diesen Rat geben. Ich bin ja selbst jemand, der eher auf Sicherheit spielt. Aber die Situation war anders. Bei mir musste der Tapetenwechsel abrupt geschehen. Wenn du im Hamsterrad sitzt, findest du einfach nicht die Klarheit, die es braucht, um einen neuen Job zu suchen. Am Ende dreht sich immer wieder um die gleichen 3 wichtigen Fragen. Was macht dich glücklich? Was gibt dir langfristig Zufriedenheit? Und welche Entscheidungen kann ich heute treffen, um mich morgen besser zu fühlen? Das war der Moment, in dem du beschlossen hast, deinen sicheren Job hinter dir zu lassen. Das war keine spontane Entscheidung, sondern ein gut durchdachter Schritt, der über Monate geboren wurde. Ich habe mir klargemacht, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich weiterhin in einem Umfeld arbeite, das mir sinnlos erscheint. Also habe ich mich verabschiedet, nicht nur von dem Job, sondern auch von der Illusion, dass Sicherheit immer gleichbedeutend mit Zufriedenheit ist. Und das sagst du als jemand, dem Sicherheit so wichtig ist. Ja, das ist schon irgendwie seltsam. Als Chef von Dienst, das war ja mein Jobtitel, war es mein Job, immer vom Worst Case auszugehen und entsprechende Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Andere durften träumen und kreativ sein. Ich war per Definition die Last Line of Defense, also der Torwart. Wenn der Ball an ihm vorbeiläuft, fällt das Gegentor. In dieser Rolle kann und darf man eigentlich kein Zocker sein. Umso größer war dieser Schritt für dich. Natürlich, vor allem wenn man sich in einem Alter bewegt, in dem man nicht mehr so ohne weiteres einen neuen Job findet. Einfach so kündigen, das gleicht schon einem Tabubruch, den nur wenige verstehen bzw. wagen. In solchen Situationen vollziehen einige einen kompletten Wechsel und machen etwas gänzlich anderes. Oder wandern aus. Du hast dich dagegen wieder für etwas mit Medien entschieden. YouTube. Das hielten und halten einige für irrwitzig. Ja, auf die eine oder andere Weise ist das sicherlich irrsinnig. Die wenigsten können sich vorstellen, ob bzw. wie man auf diesem Weg Geld verdienen kann. Habe ich mir das tatsächlich richtig überlegt? Gibt es bei YouTube überhaupt Platz für einen alten Journalisten in der Midlife-Crisis? Und auch ganz konkret, wie läuft das bei uns? Ja, das ist eine sehr wichtige und auch interessante Frage. Wenn euch die Antworten rund ums Geldverdienen interessieren, schaut einfach weiter. Teil 3 folgt umgehend. Oder ihr klickt einfach hier irgendwo aufs Video, beziehungsweise schaut in der Beschreibung zu diesem Video noch einmal nach. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch bitte. Und aktiviert dann auch vielleicht die Glocke. Dann verpasst ihr keine neue Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Ciao. Ciao.